Hallo und herzlich willkommen hier bei Snap. Ich bin der Stefan und haltet euch fest, ich habe großartige Neuigkeiten für euch. Endlich ist es soweit, unser Webshop ist online. Ab sofort erreicht ihr diesen unter www.snap.co. Und in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen einzelnen Stein bei uns findet, wie ihr eine ganze Liste mit Elementen mit wenigen Klicks ganz einfach hochladen könnt und wie unsere Ersatzteillogik funktioniert. Von daher lasse ich euch jetzt gar nicht mehr länger warten und wir gehen direkt rein und starten mit unserer Startseite. Da sind wir auch schon und hier oben haben wir ein kleines Banner-Video, in dem man einen kleinen Eindruck bekommt, was hier die letzten Wochen so los war. Und die Aufnahmen haben wirklich riesig viel Spaß gemacht. Allein das Befüllen der ganzen Boxen war eine Menge Arbeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Das sieht großartig aus und allein hier das Roboterlager mit den ganzen befüllten Boxen. Ich fühle davon fast noch jede Kiste einzeln. So, aber wir sind hier wegen den Einzelsteinen und die finden wir hier oben in der Rubrik natürlich Einzelteile. Und da haben wir jetzt ganz viele Möglichkeiten, um unsere gewünschten Elemente zu finden. Zum einen könnt ihr natürlich hier einmal durchscrollen und alle Elemente einfach so angucken. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, je nachdem wie affin ihr mit solchen Webseiten seid, die gegebenen Begriffe in Deutsch oder Englisch für die jeweiligen Elemente hier oben im Suchfenster einzugeben. Sprich, wenn ich da oben 1x1 Stein eingebe, dann werde ich alle Varianten von einem 1x1er Stein bekommen. Als Round Brick, als Bracket, als Modified, mit einer C-Clamp und alle möglichen Varianten, die es in der Größe hier gibt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem englischen Begriff machen. Falls, ändere ich jetzt einfach mal hier den Begriff 2x2 Brick. Wir schauen mal, was da alles angezeigt wird. Ist natürlich hier an erster Stelle der klassische Stein, gefolgt von einer runden Version, Corner Brick, Round Brick und allen Varianten, die es dann da so gäbe. Wer seine Teile nach Farben raussuchen möchte, zum Beispiel ihr seid unterwegs im Thema Ritter und wollt hellgrau und dunkelgrau bauen oder im Raumschiffbereich oder ähnlichen, dann könnt ihr hier an der Seite unter der Leiste Farben auch einfach die jeweiligen Farben aussuchen. Ich nehme jetzt hier einmal den Filter raus und möchte alles angezeigt bekommen, was es in hellgrau gibt. Dann gehen wir hier auf hellgrau und kriegen alle Elemente in dem Farbton angezeigt. Hier vorne seht ihr immer die Farbpaletten bei den jeweiligen Steinen und das heißt nicht, dass wir dieses Element, die 1x1 Round Fliese, hier in 5 verschiedenen Farben haben. Wir haben sie noch in 49 weiteren. Wenn ihr da draufklickt, dann kriegt ihr einmal die Farbpalette zur Auswahl gestellt und könnt euch die beliebigen Farben natürlich auch so einfach raussuchen. Das ist echt eine Menge Auswahl, wirklich Wahnsinn. Dann hier oben wollte ich euch noch zeigen, wenn ihr englische Begriffe suchen wollt, sprich dann hier anstatt Fliese das Wort Teil verwenden wollt, könnt ihr das wie gesagt hier oben einfach mit reinschreiben. Ihr habt hier oben auch noch die Möglichkeit, die Sprache von der Seite zu ändern. In dem oberen Fenster entscheidet ihr euch zwischen Deutsch und Englisch. Und das untere, das ist relevant für die Versandkosten. Wenn ihr außerhalb von Deutschland bestellt, dann wird hier nach der Porto und die Versandkosten berechnet. Also da nicht irritieren lassen, oben ist nur die Sprache, in dem unteren Fenster geht es dann um die Lieferadresse und die Versandkosten. So, ich hoffe, das Fenster hat jetzt nicht zu sehr gestört, wahrscheinlich schon. Wir gehen rein und schauen mal, wie das funktioniert, wenn man eine ganze Teileliste hochladen möchte. Passend dafür habe ich mir schon ein paar Modelle rausgesucht, die ich euch heute zeigen möchte. Und hier oben mit dem Upload-Button habe ich die Möglichkeit, einfach komplette Files, also Dateien hochzuladen. Diese findet ihr über Rebrickable oder jede Menge andere Plattformen. Könnt natürlich auch eigene Bauanleitungen oder Teilelisten damit hochladen. Ich habe mir jetzt hier für den Anfang 3 Modelle rausgesucht. Wir haben eine kleine Rakete und schauen mal, wie viele Elemente von den Teilen verfügbar sind. Wir haben tatsächlich 100% davon vorrätig. Das Set besteht aus 79 Teilen, aus 21 unterschiedlichen und das System hat mir hier alles schon berechnet, sagt, wir haben alles davon vorrätig. Wir brauchen keine Alternativen und
alle Steine sind verfügbar. Somit liegen wir für die 79 Teile bei 2,25 € und bekommen hier unten in der Übersicht nochmal alle Elemente mit der passenden Stückzahl, da zum Beispiel, angezeigt, was wir denn da bestellt haben. Nun kann ich das Ganze hier mit einem Klick in den Einkaufswagen packen. Ich sehe gerade, ich habe noch auf Englisch gestellt und ich bin aber noch nicht fertig. Wir wollen noch mehr Steine. Wir gehen wieder unter Einzelteile, auf Teileliste hochladen und im nächsten Modell habe ich ein kleines Problemchen mit eingebaut. War das die Burgmauer? Ich denke ja. Liste wird hochgeladen. Oha. Eigentlich sollte er mir jetzt hier noch eine Alternative anzeigen, aber anscheinend haben wir die Teile, die vorher als Alternative genutzt wurden, mittlerweile schon wieder ins System bekommen. Das heißt, unser System merkt natürlich automatisch, sobald wir Steine eingebucht bekommen, dann sind die hier auch im Bestand verfügbar. Und wir sind gestartet mit über 12.000 verschiedenen Elementen und bauen das natürlich nach und nach noch weiter auf. Das heißt, wir werden immer mehr Steine, verschiedene Farben und Möglichkeiten hier für euch bieten. Jetzt war das hier besser als gedacht. Darf ja auch mal passieren. Wir haben von den 28 verschiedenen Positionen 66 Teile vorrätig, brauchen keine Alternativen und somit kann ich das Modell ganz einfach bauen. Bei dem nächsten bin ich mir aber sicher, da habe ich nicht alles vorrätig und da zeige ich euch, wie das dann aussehen kann. Jetzt haben wir hier schon beide Modelle zusammen im Warenkorb und wir sind hier bei einer Zwischensumme von 4,55 €. Das heißt, wir sind noch mit 4,95 € teurer mit den Versandkosten als für zwei kleine Mikromodelle. Deswegen packe ich da noch mehr mit rein. Kommen wir nun zu unserem dritten Modell. Da habe ich nämlich nicht alle Teile verfügbar, aber wir haben Alternativen bereit, um diese zu umgehen. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt hier einmal an. Wir sehen hier auf den ersten Blick, wir benötigen für mein Modell 18 Positionen, bestehend aus 30 Teilen. 13 davon habe ich genau so da, wie ich sie brauche. 5 davon nur durch Alternativen. Was das für Alternativen sind, das schauen wir uns hier einmal an. Hier werden sie einmal aufgelistet. Los geht's mit einer Stange in der Dreierlänge. So, dann habe ich die gleiche oder eine sehr ähnliche Stange hier nochmal angezeigt bekommen. Die bekomme ich als Alternative ausgewählt. Wir haben hier nämlich eine ziemlich ausgeklügelte Ersatzteillogik, die euch immer die beste Alternative automatisch anbietet. Hier wäre jetzt zum Beispiel das Problem gewesen, die Farbe, die gewünscht wird, aus meiner Bauanleitung, ist ein altes Hellgrau. Das heißt, den Farbton gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Viele von euch werden das ja wohl oder werden das schon wissen. Und wir haben den in der aktuellen, in den normalen Hellgraufarbe vorrätig. Somit werde ich den Stein einfach durch diesen ersetzen. Weiter geht es hier mit einem 1x2er Brick mit einer Noppe an der Seite. Dieser ist ein designgeschütztes Teil. Das seht ihr dann hier unten mit der Begründung, warum dieses Element nicht verfügbar ist und auch in nächster Zeit erstmal nicht verfügbar sein wird. Und umgehen tun wir es wie folgt. Wir haben hier ein 1x2 Technik-Brick mit dem Technikloch in der Mitte und da kann man einen Pin-Connector mit reinpacken und dann hat er die gleiche bautechnische Funktion wie der gewünschte Stein. Einziger Unterschied ist, dass ihr auf der Rückseite von dem Stein ein kleines Löchlein habt durch den Pin-Connector. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wird der Stein bei eurem Modell verbaut und stört euch das Loch auf der Rückseite? Wenn nicht, wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr leichte Alternative dafür. Als nächstes haben wir gleich zwei Alternativen für den 1x2er Slope. Das wäre hier die erste Variante. Die hat eine vertikale Rille. Von oben nach unten geht die einmal durch. Und rechts daneben sehen wir noch die zweite Variante. Die hat hier unten noch eine extra Platte mit dran. Jetzt müsst ihr natürlich schauen bei eurem Modell, wenn ihr da einen Slope mit verbaut habt, also ein 1x2er Slope, wodurch ihr ihn ersetzen könnt. Diese Variante sieht dann am Ende halt cleaner aus, aber ihr müsst beachten, dass er hier unten eine Plate mehr braucht. Und diese Variante ist bautechnisch genauso wie den Slope, den ihr schon kennt, nur ihr habt hier diese kleine Einkerbung mit drin. Vergesst bitte nicht, dass die Teile bei eurem oder auf eurem Bildschirm sehr viel größer aussehen als in Realität und ein 1x2er Slope in Wirklichkeit nur so klein ist und die Rille da drin minimal. Also man muss wirklich schon genau hinschauen, um dann später den Unterschied zu sehen oder festzustellen.
Beim nächsten Element wird es dann ein bisschen brickbildiger. Den haben wir nämlich wie folgt gelöst. Hier geht es um 1x2er Stein mit 2 Noppen auf einer Seite. Dieses Element ist ebenfalls ein designgeschütztes Teil. Hier unten sehen wir es wieder. Und es wird durch folgende Elemente ersetzt. Wir haben hier Brackets und Blades. Insgesamt sind es 4 Platten, die aufeinander gebaut werden und hier am Ende einen sehr ähnlichen Stein hat mit denselben Funktionen wie der benötigte. Den könnt ihr natürlich jetzt noch von der Farbe ändern, aber ich brauche ihn in Rot und somit lasse ich den auch einfach in Rot mit drinne. Und wir gehen über zum nächsten Element. Hier haben wir einen Fensterrahmen und da sind gleich 2 Sachen anders. Zum einen haben wir hier die Information, in der Bauanleitung wird eigentlich das alte Hellgrau vorgeschlagen und somit kann ich das einfach durch das neue Hellgrau ersetzen. Aber wir haben auch noch hier die Information, das Element ist eine ähnliche Form. Jetzt habe ich mir die Fensterrahmen mal genau angeschaut und die gibt es in wirklich sehr, sehr vielen unterschiedlichen Varianten. Dann gibt es die mit 2 Löchern auf der unteren Seite, mit einem Inlay, mit eckigen Ausschnitten an den Seiten oder mit runden. Und da habe ich jetzt nochmal geschaut, von der Form wäre es nahezu derselbe. Die gewünschte hat ein Loch mehr. Bei mir ist es jetzt in dem Modell nicht weiter notwendig, weil ich es nicht mal als Fenster verwende, sondern dass meine Ladefläche wird fürs Containerschiff und somit erfüllt das hier bautechnisch alle Bedingungen, die es braucht. So, hier unten haben wir jetzt nochmal die Übersicht, welche Steine alle verfügbar sind. Und das sieht soweit gut aus. Das Modell bekomme ich somit gebaut und ich packe das ab in den Warenkorb. Jetzt habe ich mir noch überlegt, Positionslampen bei meinem Schiff mit ranzubauen und das Ganze möchte ich kennzeichnen durch eine grüne und eine rote Platte. Jetzt will ich euch einmal zeigen, wie schnell ich die finde, indem ich einmal 1x1 eingebe und eine runde Platte suche, diese hier. Und in den Farben Rot brauche ich sie einmal und ich hätte auch einfach direkt noch auf die grüne klicken können. In der Farbe Grün brauche ich sie auch nochmal. So, das war's auch schon. Dann schauen wir nochmal im Warenkorb, ob da auch alles angekommen ist. Das ist mein erstes Set, die Rakete, gefolgt von jeder Menge Ritterburg. Und das hier unten sieht nach meinem Containerschiff aus, plus meine Positionslampen. Perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt, was der ganze Warenkorb kostet. Wir sind hier bei 5,35 € und 4,95 € Versandkosten. Als nächstes habt ihr natürlich direkt die Möglichkeit, euch noch ein Konto anzulegen. Ich habe natürlich schon eins und durfte ja schon eine Weile fleißig testen, aber in dem Zug könnt ihr hier direkt eure Kontaktdaten einpflegen und dann die Bestellung auslösen. So, da habe ich aber noch ein paar Neuigkeiten für euch. Für die lange Wartezeit haben wir uns als Entschädigung noch ein super Eröffnungsangebot für euch ausgedacht. Die ersten 30 Tage, sprich von heute bis zum 21.03., versenden wir euch deutschlandweit versandkostenfrei ab einem Einkaufswert von 30 €. Damit nicht genug, wir haben auf unser komplettes Programm bis zu 33% Rabatt. Das liegt daran, je nachdem wie teuer die Einzelsteine waren, lassen die sich nicht immer so sauber runden. Ein Stein mit 5 Cent kann ich nicht um 33% rabattieren, sonst hätten wir so Tankstellenpreise. Aber schaut es euch einfach mal an, unsere Webseite ist ab sofort verfügbar. Ich gehe jetzt hier auf Bestellen und schau mal, ob die Roboter und die liebe Jenny meine Bestellung hier gepackt bekommen. Da war die liebe Jenny aber blitzschnell mit dem Packen und jetzt schauen wir doch mal rein, ob hier alle unsere Steine mit drin sind. Das Päckchen geht auf und hier haben wir sie, unsere Klemmbausteine. Doch bevor ich mich jetzt ans Bauen mache, packe ich erstmal ein paar eurer Bestellungen. Ob die Modelle was geworden sind, zeige ich euch aber trotzdem in einem unserer nächsten Shorts. Und jetzt viel Spaß beim Erkunden unseres Webshops.